Oh mein Gott, EA hat Forza Horizon aufgekauft und schmeißt direkt mal Autopakete für Geld raus. Nein, Spaß beiseite, EA hat sich nicht Forza gekrallt, können sie auch gar nicht, können sie sich gar nicht leisten. Und ja, wir sprechen heute mal über kommende Updates in Forza. Ja, ab dem 15. beziehungsweise seit dem 15., je nachdem wann das Video jetzt hier online ist, gibt es wieder italienische Autos wie Alfa Romeo, Fiat und so weiter. Die kommen alle zurück. Und ja, wir werden auch mehr Platz in den Garagen haben, was auch ganz cool ist. Bis zu 2000 Autos, ist schon heftig, ehrlich gesagt. Eigentlich ist das auch nur für Leute, die zu faul sind, ihre Autos zu löschen. Weil ich zum Beispiel habe einfach alle Autos mittlerweile fast doppelt und dreifach gehabt. Ne? Viele natürlich gelöscht, weil kein Platz. Weil du bekommst halt öfters mal nach Rennen Wheelspin und wenn da ein Auto gewinnst, kannst du es manchmal nicht instant verkaufen. Natürlich sammelt sich der Schrott dann in der Garage. Aber ja, das sind halt so Nebensachen. Und ich bin ja auch gehypt. Ne? Nächstes Update, da gibt es Event Lab 2.0 und ich baue ja sehr gerne Maps. Oh, ich bin mal gespannt. Aber worum es heute eigentlich so im Kern geht, ist das Lamborghini Autopaket. Ja, wir kriegen einen ganzen Haufen Lambos, aber das nicht umsonst. Und da schreien die ein oder anderen Leute natürlich auf und fragen sich, wie TF. Zumindest, oder auf jeden Fall die Leute, die die Premium Edition zum Beispiel haben, warum soll ich jetzt auf einmal für Autos bezahlen? Wie kommen die darauf? Die haben letztes Mal schon ein paar Autos rausgehauen, die Geld gekostet haben. Und ja, wird das jetzt zur Normalität? Verwandelt sich jetzt Playground Games in EA und versucht den Leuten Geld aus den Taschen zu ziehen? Oder was ist da eigentlich genau los? Denn ja, bisher waren immer alle Autos umsonst. Natürlich, klar, viele sind recycelt, ne, aus einem Spiel rausgenommen und wieder eingefügt. Und auch, ja gut, der Carpass zum Beispiel, ne, der ging jetzt auch nicht so lange. Das waren irgendwie an die 40 Autos, plus minus 2 oder so, keine Ahnung. Und ja, der ist auch schon vorbei. Das waren alles neue Autos. Und ja, hin und wieder kommen halt auch noch neue Autos in den Seasons. Und die sind halt auch alle umsonst gewesen bis jetzt. Und jetzt auf einmal kommen Autopakete. Ja, ganz komisch. Ich meine, diese Italiener hier, Alpha und so weiter, die jetzt kommen, beziehungsweise auch endlich zurückkommen, die sind ja im Grunde auch recycelt, die gab es halt früher auch schon. Die hatten da wohl irgendwelche Lizenzprobleme, sagen sie zumindest. Ne, ob es jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Weil mittlerweile werden auch die mitbekommen haben, dass ihr Recycling-Ding da nicht so gut ankommt. Aber warum kostet denn jetzt zum Beispiel das Lamborghini-Autopaket Geld? Die Sache ist, ich denke mal, für Horizon 5 ist genau wie alle anderen Teile auf einen bestimmten Zeitraum geplant und dafür sind auch Autos eingeplant. Und ich denke mal, die nähern sich so langsam auch dem Ende. Ne? Horizon 5 ist halt möglich, beziehungsweise, ich meine, Horizon 6 ist natürlich möglich für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und ich denke mal, Horizon 5 wird auch nicht mehr allzu lange supported werden in der Hinsicht. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem Weg, so die letzten größeren Autopakete zu bekommen. Und wahrscheinlich sind so Pakete wie dieses Lambo-Paket gar nicht geplant gewesen, weil die machen ja auch viele Abstimmungen auf ihren Internetseiten, wo die Leute voten können, welche Autos kommen sollen. Da sind natürlich dann Autos, die sie jetzt nicht mal eben so vorbereitet haben, weil es natürlich völlig random ist, wofür die Leute so abstimmen. Und das kostet dann natürlich Geld, denn erstmal müssen die Lizenz erfragen. Die haben zwar die Lizenzen der meisten Autohersteller, aber für ein jeweiliges Modell müssen sie halt dann auch nochmal nachfragen, wenn sie ein neues Spiel bringen. Das kostet dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Geld und dann wird es ja erstmal witzig, denn da müssen die erstmal ein Fahrzeugmodell finden, um das abzuscannen. Also müssen die sich ja mit den Händlern verabreden oder weiß ich, wie die das da machen. Ne, der Wagen muss gescannt werden, der muss erstmal modelliert werden, ins Spiel gebracht werden, Sound muss gemacht werden, Physik muss gemacht werden. Wirklich, da steckt halt eine ganze Menge drin. Dann kommen noch Tuning-Teile hinzu, wie zum Beispiel zuletzt bei dem Toyota. Ne, gibt es ja auch einen Breitbausatz. Das muss auch erstmal genehmigt werden von Toyota. Die Lizenz von dem Breitbau selbst, ne, von dem Hersteller muss ran. Und ja, das kostet alles Zeit und Geld. Ne? Die Entwickler arbeiten ja nicht für Luft und Liebe. Die werden natürlich auch bezahlt und müssen bezahlt werden. Und das sind natürlich auch Kosten, die entstehen. Und dementsprechend wundert es mich jetzt nicht, dass die langsam anfangen, auch ein bisschen Geld zu verlangen. Ich sag mal, für 10 Euro ist das Autopaket gar nicht schlimm. Und ich bin eigentlich einer der Ersten, der sich über sowas immer gerne mal aufregt.
Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, weil, ja, Gott, man ist es auch halt irgendwo gewohnt, die Autos gratis zu kriegen. Ist jetzt natürlich ein kleiner Umschwung, aber super kritisch finde ich es jetzt auch nicht. Immerhin machen sie was, ne? Sie kümmern sich wenigstens. Ich meine, klar, ne, Horizon 5 hat so seine Probleme, aber es kommt wenigstens wieder ein bisschen mehr als nur 1, 2 neue Autos und der Rest recycelt. Ich meine, die sind alle nagelneu, die jetzt kommen, diese Lamborghinis. Das ist schon ganz cool. Passend, also zusammen mit den Oldschool, also mit den recycelten italienischen Autos von Alfa Romeo und so weiter, also kriegen wir einen richtigen Popo voll mit Autos diesen Monat und das kann sich schon sehen lassen. Ne? Wenn wir da an Need for Speed denken, da gibt es nicht besonders viel. Und die verlangen für Autopakete Geld, wo auch nur recycelte Autos mehr oder weniger drin sind. Oder irgendwelche komischen Kleidungsstücke oder so. Also da finde ich die Methoden von EA mit Need for Speed anbauen schon wesentlich dreister und sinnbefreiter, wirklich da Geld reinzupumpen. Bei den Lamborghinis sehe ich das wirklich gar nicht so kritisch. Aber ne, einfach mal, um euch auch zu sagen, was alles dahinter steckt. Daran denken nämlich die meisten nicht. Die schreien dann einfach drauf los. What the fuck, was soll das? Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Ist halt, naja, man muss sich daran gewöhnen. Ist ein bisschen doof jetzt, ne? Auf einmal kostet das Geld. Man ist das halt gewohnt gewesen, dass alles kostenlos war, bis auf die DLCs direkt, die großen. Naja. Und vor allem, weil wir natürlich damals wesentlich mehr Autopakete gratis bekommen haben, teilweise. Ne? Nicht alle, also in der Vergangenheit waren nicht immer alle Autopakete gratis, aber wir hatten trotzdem einige, die gratis waren. Und dieses Mal kam halt sehr, sehr lange gar nichts an Autopaketen, bis angefangen haben alle zu schreien, ey, warum kriegen wir keine Autopakete wie früher? Ja, jetzt kriegen wir Autopakete, aber die kosten halt Geld. Wie das jetzt auf Dauer ankommt bei den Leuten, wird man sehen. Ne? Wie gesagt, nicht jeder ist jetzt glücklich darüber, dass das auf einmal Geld kostet. Aber ja, irgendwo muss man den Entwickler dann auch verstehen. Ne? Wie gesagt, das ist nicht mal eben so, ich will ein Auto oder die wollen ein Auto und dann kommt das Auto mal eben so hergezaubert. Ne? Das geht halt nicht. Aber naja, es bleibt mal abzuwarten. Die ganze Sache ist halt auch interessant, weil, wie gesagt, wir haben jetzt DLC 1 und 2 schon bekommen. Normalerweise ist bei Forza dann nach kurzer Zeit Feierabend gewesen früher. Mal gucken, wie lange wir überhaupt noch neue Updates bekommen, wie viele Seasons jetzt noch kommen. Weil eins ist klar, wenn sich das alles dem Ende naht, dann werden auch die Seasons wahrscheinlich wieder neu gestartet, wie bei Horizon 4. Sprich, die ganzen Seasons monatlich, die wir hatten, wiederholen sich dann einfach nur noch und es kommt nichts mehr Neues an Autos und so weiter. Ne? Ist also immer wieder dasselbe. Und ja, dann ist auch bald wahrscheinlich Horizon 6 am Start. Ne? Das kann man so abwägen. Wenn Horizon 5 sein Ende findet langsam, dann können wir damit rechnen, dass schon bald ein Horizon 6 angekündigt wird. Ne? Oder vielleicht wie es auch vorher angekündigt und Horizon 5 läuft dann noch kurz bis vor Release mit frischeren Updates. So ein paar Monate vorher werden sie dann wahrscheinlich damit aufhören. Aber gut, da warten wir mal ab. Das ist sowieso eine ganz spannende Angelegenheit. Ich hoffe ja, dass wir mal so einen so einen hübschen Tapetenwechsel bekommen, so ein bisschen weg von diesem ländlichen immer, ne, und wir vielleicht so ein bisschen, ja, mehr Umfang in der Map haben, ne, und ja, zum Thema Map habe ich ja schon mal was gesagt, wie gesagt, da besteht ja gefühlt alles nur aus Wüste und Graslandschaften in Horizon 5, aber gut, das war in Horizon 4 jetzt auch nicht ganz anders. Aber ist auch wieder ein anderes Thema. Warten wir mal ab. So viel auf jeden Fall zu der Sache mit dem Lambo-Paket. Also ist schon ein Update auf jeden Fall, auf das man sich freuen kann. Viele neue Autos. Ja gut, muss man jetzt halt mal einen 10er reinhauen da für die Lambos, wenn man sie unbedingt haben will. Und ja, ich bin noch mehr gespannt auf das nächste Update mit Event Lab 2.0. Ich hoffe, die hauen da richtig einen raus, dass das richtig gut überarbeitet wurde. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die enttäuschen mich nicht, weil ich baue echt gerne Rennstrecken und so weiter. Aber gut, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Werdet ihr euch das gönnen? Werdet ihr 10 Euro payen für die Lamborghinis? Und falls ihr Forza gar nicht spielen könnt, weil ihr gar nicht auf Xbox oder so unterwegs seid, payt ihr zum Beispiel für Unbound oder sonst was? Wie seht ihr das allgemein? Findet ihr, sollte das öfter oder viel mehr umsonst sein, alles dieser ganze Content? Oder findet ihr das in Ordnung, wenn die Entwickler halt auch nochmal ein bisschen zusätzlich was daran verdienen, um das Geld natürlich dann vielleicht auch in zukünftige Projekte zu investieren? Gut. Und an der Stelle ein Like und ein Abo nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video und auf Wiedersehen.